Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Filmreihe bei der Entstehung unseres Community-Waldes. Wir haben euch ja aufgerufen, fleißig Kilometer zu sammeln, damit wir am Ende neue Bäume in Thüringen pflanzen können. Ja, und ich bin heute hier in herrlicher Natur unterwegs, habe extra mein Wanderoutfit an und genieße Thüringens Natur. Aber so wie hier hinter mir sieht es leider nicht überall aus. Deswegen treffe ich jetzt hier gleich den Gerd. Der Gerd ist der Forstamtsleiter, der zeigt uns mal unsere erste Fläche, nehme ich an. Hi Christoph, Gerd, grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Das ist also eine unserer Flächen, die wir gemeinsam neu bepflanzen wollen. Genau, das ist eine eurer Flächen, mit denen wir jetzt gemeinsam mit euch starten wollen. Ihr wollt hier 2000 Pflanzen pflanzen und wir sind wirklich, wirklich dankbar, dass ihr uns helft. Wenn man so auf die Fläche guckt, auch nach oben, das sieht ja erstmal ziemlich doof aus. Ne? Ja. Der Borkenkäfer hat hier den Bestand komplett weggefressen. Es geht auch weiter. Wie man da hinten sieht, sind die Arbeiter da noch dran. Und wir sind natürlich interessiert, die Fläche möglichst schnell wieder in Bestockung zu bringen, sagen wir, also schnell wieder mit Pflanzen zuzukriegen. Und da ist uns jede Hilfe dankbar und natürlich seid ihr herzlich willkommen, damit anzupacken. Das freut uns. Die Fläche ist tatsächlich nur vom Borkenkäfer so richtig zerfressen worden. Kein Sturm, kein Wind, kein irgendwas, sondern einfach kein Sturm, kein Wind, sondern tatsächlich der Borkenkäfer. Sieht wirklich, wirklich, wirklich erschreckend aus, wenn man das so sieht. Ja, ganz kahl ist die Landschaft ja nicht. Du siehst, da kommen ja schon ein paar Fichten jetzt in der Naturverjüngung hoch. Ja. Dazu kommt noch Birke und Eberesche aus Naturverjüngung und die 2500 Bäume, die ihr dann uns hier dankenswerterweise zur Verfügung stellt, die ergänzen jetzt das Ganze. Wir wollen ja hier einen Mischwald haben, nicht wieder einen reinen Fichtenbestand, also ein Wald aus verschiedenen Nadel- und verschiedenen Laubbaumarten. Ich komme ja auch aus dem Thüringer Wald ursprünglich, aber so ein Käfer habe ich noch nie gesehen. Ist das so ein, wie kann man sich den vorstellen? Ist das so groß wie ein Hirschkäfer? Oder? Nee, so groß wie ein Hirschkäfer ist er nicht, sondern er ist wirklich eigentlich nur ein paar Millimeter groß. Aus jedem alten Käfer können im Prinzip 250.000 neue Käfer in einem Jahr entstehen. Und deswegen ist das aus einem Käfer, eine Viertelmillion neue Käfer. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir die Käfer so lange erwischen, wie die noch als kleine, winzige Larven in dem Baum drin sind. Aber wie genau, das kann euch mal die Revierförsterin zeigen, die Lilly, und dann gehen wir mal zu. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Ja, du willst mir mal den Borkenkäfer zeigen. Ich habe es dem Gerd nicht so richtig geglaubt, dass ihr tatsächlich kaputtes oder schädlingsbefallenes Holz aus dem Wald holt. Und jetzt hat er gesagt, wir müssen mal zu dir kommen und du zeigst mir das mal. Ja, also wenn du es nicht glaubst, hier ist das Schäleisen. Du kannst gerne mal unter die Rinde gucken. Das ist einfach. Jetzt kannst du schon so ein Stück hochheben. Ach, hier sieht man schon so Gänge, ne? Genau. Hier siehst du schon die Muttergänge. Das sind die dicken. Genau, das sind die dicken Hauptgänge. Und da werden die Eier abgelegt und die Larven fressen sich dann hier weiter. Ach ja, hier ist so ein kleiner weißer Wurm. Genau, das ist eine Larve. Die entwickelt sich dann weiter zu einem Jungkäfer. Die siehst du hier in hellbraun. Ja. Und ach, so klein sind die, ja? Genau. Die fiesen Viecher. Die richten das hier an im und die fressen sich jetzt hier praktisch durch? Genau. Die Muttergänge werden mit dem Baum angelegt und die Larven fressen sich um den Stamm quasi drumherum. Und dadurch werden die Leitungsbahnen totgefressen. Damit kann kein Zuckerwasser mehr, was der Baum in der Krone produziert, kann nicht mehr nach unten transportiert werden. Und dann stirbt der Baum infolgedessen ab. Ah, deswegen ist es tatsächlich so, dass manche noch grün sind, aber eigentlich schon so ziemlich ihr letztes Stündlein geschlagen hat. Genau, die überwintern zum Teil im Baum, aber auch manchmal im Boden. Mhm. Und die sind im Frühjahr, sobald es ein bisschen wärmer wird, fliegen die dann aus, befallen den Baum. Und das dauert 6 Wochen von der Eiablage bis zum fertig entwickelten. 6 Wochen nur? 6 Wochen. Und nach 6 Wochen fliegen die dann alle wieder aus. Und du siehst ja jetzt hier, das ist ein Muttergang von einem Käfer. Mhm. Wie viele Muttergänge allein hier schon auf dem kleinen Rindenstück sind und wie viele Käfer sich Ach, das war nicht ein Käfer, sondern das waren immer jeweils so eine dicke... Das ist immer nur einer. Ach, krass. Es war wirklich interessant mal zu sehen. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt aber weitergehen, denn wir wollen uns dann noch die zweite Fläche angucken. Wir fahren jetzt noch ganz in den Norden nach Thüringen, in den Südharz und schauen uns mal dort die zweite Fläche an, auf der unser Thüringen Entdecken Community Wald entstehen wird. Und schwupps, ja, schon sind wir hier im Südharz gelandet. Und hier hinter mir, hier seht ihr schon die zweite Fläche, auf der unser Thüringen Entdecken Community Wald entstehen wird. Und genau hier bin ich wieder mit dem Forstamtsleiter des Forstamtes Bleicherode Südharz verabredet, nämlich auch wieder mit dem Gerd, den ich euch schon angekündigt habe. Grüß dich Gerd, grüß dich. Hallo Christoph, willkommen im nördlichsten Thüringer Forstamt. Danke, dass wir hier sein dürfen und cool, dass du uns mal die zweite Fläche zeigst, auf der unser Community Wald entstehen wird.
Erzähl mal ein bisschen was zu der Fläche. Die Gesamtfläche ist etwa 5-6 Hektar groß, entstanden durch die Borkenkäferbekämpfung. Davon werden wir jetzt 1 Hektar Community-Wald anlegen, haben die Fläche vorbereitet, haben Mulchstreifen gelegt und wollen hier mit Eiche und einer bunten Mischung wieder aufforsten. Dieser Community-Wald wird also dazu beitragen, dass wir hier in der Zukunft wirklich wieder richtig schön wandern gehen können, entspannt in der Natur unterwegs sein können und ja, einfach mal den Harz genießen können wieder. Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, soll ja hier in der Nähe auch tatsächlich so ein Aussichtsturm, so eine neue Aussichtsplattform entstehen. Genau, wir sind ja nördlich von Rote Sütte und nur Steinwurf weiter von hier wird der Hexenbesen entstehen im Rahmen des Harzer Hexenreiches. Also logisch, genau. Aber gehext sind die Bäume leider hier nicht hin. Deswegen erstmal vielen Dank, Gerd, dass du uns diese Fläche hier gezeigt hast. War mir ein Wir Vergnügen. freuen uns riesig drauf, mit dir diesen Community-Wald hier entstehen zu lassen. Aber ihr müsst unbedingt noch dranbleiben. Denn wie gesagt, die Hexen sind zwar hier unterwegs, aber die Hexen können leider hier nicht diesen Wald entstehen lassen. Deswegen gehen wir uns noch angucken, wie Samen geerntet werden und wie sie in der Forstbaumschule dann zu neuen Bäumen gezüchtet werden. Und wir sind natürlich dann wieder hier, wenn die Pflanzung stattfindet. Also bleibt unbedingt dabei, guckt euch die nächsten Folgen an und wir sehen uns. Ciao.